So, Leute, neuer Tag, neues Glück. Herzlich willkommen. Da sind wir wieder, neue Folge. Wir machen uns jetzt auf den Weg. Maschine ist vorbereitet, Luft ist abgelassen, Applikationskarten sind eingeladen. Ich hoffe, das funktioniert jetzt auch alles und wenn wir jetzt gleich losfahren, kommt da auch der Dünger raus. Ja, heute ist nämlich Sonntag, ist gar kein schöner Tag, um Leute anzurufen und zu fragen. Ich würde heute ja ein paar Runden fahren, so bis 14, 15 Uhr, dann mache ich noch ein bisschen Familie. Und ja, so habe ich auch ein bisschen was geschafft und so kommen wir dann wenigstens in Gang, dass das morgen auf Montag halt richtig dann losgehen kann. Wetter ist geil. Wir hatten gestern 22 Grad, heute sollen 20 Grad werden. Also das beste Bedingung zum Maislegen. Das müssen wir natürlich nutzen. Dass jeder Tag jetzt in der Wärme ist natürlich Gold wert und bringt natürlich auch Ertrag mit sich. Wir fahren erstmal zum Acker. Ich lade mal meine Mikrofone in der Zeit. Also bis gleich. So, Leute, wir sind jetzt angekommen. Ich habe schon mal geguckt hier, also Applikationskarten haben wir schon mal drin, beide. Also sowohl hier Mais als auch SSA. Also das haut schon mal hin, definitiv. So, jetzt müssen wir natürlich gucken. Das klappen wir hier einmal auseinander. So. Und dann hoffe ich, dass er auch die Werte dann da übernimmt in den Kilos pro Hektar. Dass er quasi richtig kommuniziert. Und dann sollte das eigentlich seinen Gang gehen, oder? So, jetzt haben wir ausgeklappt. Wir können ja die Gebläse schon mal einschalten. Dann haben wir den einen und den anderen. So, jetzt haben wir Vereinzelungsdruck, ja, 40, 45 Millibar. So, und dann hoffen wir mal, so kann ich jetzt kann ich doch theoretisch auch hier vordosieren, oder? Passiert jetzt was? Aha, jetzt sind die alle belegt. Vermute ich, ja, da hinten kommen Körner raus. Alles klar, da kamen Körner raus. Ich glaube, jetzt können wir auch das Gebläse ein bisschen runternehmen wieder. Weil jetzt dadurch, dass die Körner belegt sind, haben wir natürlich jetzt auch mehr Druck. Das war grün, genau. Haben wir natürlich jetzt auch mehr Druck da, weil die Luft haut ja nicht mehr durch die Löcher ab, sondern da sind ja jetzt Maiskörner vor. Dann Section Control, Automatik, ja, hier auch einschalten, das ist jetzt auch Automatik. So, jetzt fahren wir da mal rüber. Und theoretisch, aber er zeigt jetzt hier noch keine Körner, aber vielleicht ist das der Ist. Wir gucken mal. So, wir machen die jetzt mal in den Boden. Sehen nicht möglich. Dosierung nicht eingeschaltet, alles klar. So. Ah ja, jetzt haben wir 65.000 Körner, Gebläsedrehzahl. Düngebehälter kann nicht eingehalten werden, alles klar. Müssen wir gleich mal ändern. So, wir legen, Leute. Wir gucken gleich mal, ob das mit den Dings hinhaut. Gehen wir einmal jetzt hier raus, gehen wir nochmal auf Einstellung, Maschine und dann auf Gebläse und dann Düngerbehälter, 3900 Umdrehungen, ja. Naja, wir können ja die Abweichung ein bisschen höher machen, oder? 20. Volldrehzahl lernen. So. So. Nee, warum hat er denn beim Dünger so wenig? Muss ich so viel Drehzahl fahren beim Dünger? So.
Also wir legen 65.000 Körner. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir mal nachgucken, oder? Gehen wir mal nachgucken, wie sich das Ganze hat. Gehen wir mal aus. So. Gehen wir mal nachgucken. Wir haben ja hier unser tolles Brett und unsere Handschuhe. Erstmal gucken wir mal nach, was sagt denn die GPS-Karte. So, drin. Beziehungsweise, was sagt denn die AB-Linie? Die AB-Linie sagt, wir müssen eigentlich hier reintreffen und wir sind genau 25 cm daneben, so wie das aussieht. Ja, so, Moment. Man hat das ja mit der Zeit im Auge. Also, die muss 25 cm rüber und dann müsste das ja die AB-Linie sein. Vielleicht fahren wir auch noch... Nö, wir fahren nicht im Vorgewende. Genau, hier ist der Weich, hart. Wir graben mal. Wir gucken mal, was wir hier finden. So, ich kratze das mal auf. Da haben wir schon das erste Korn. Moment, ich lege euch mal kurz beiseite. So, ich habe jetzt hier 4 ausgegraben. Ich habe jetzt gar nicht auf dem Terminal geguckt, ungefähr den Abstand, aber hier haben wir auch schon verzögert. Hier sind wir schon ein bisschen langsamer geworden. Hier haben wir 33 cm Abstand. 28 und hier wieder 31 cm. Und dann gucken wir mal, wie tief das Ganze ist. Hier haben wir... Warte mal, wie rum war denn das? Wie benutzt man denn nochmal den kompakten Einsteller hier? So, der ist auf 6 cm. 6 cm, der liegt flacher. Moment. Der ist auf 4 cm. Ich würde jetzt noch einen flacher machen. Wir können ja noch mal neben der Fahrgasse gucken, also neben der Spur gucken. Das ein bisschen schade ist, sage ich euch ganz ehrlich, bei meiner EDX konnte ich aus der Kabine sehen, ob das Saatgut im richtigen Fenster läuft. Ja, im richtigen Schlitz vom Striptill. So, hier habe ich nochmal 2 ausgegraben wieder. Auch 6 cm. Und das so ein bisschen weniger. Den habe ich jetzt rausgekratzt, der wird 5 sein. Also da machen wir jetzt ein bisschen flacher. Brauche ja gar nicht so tief. Angedrückt ist schön, Schlitz ist geschlossen. So, flacher, denke ich mal, hier lang. Haben wir ihn auf C gemacht, auf C. C. Naja, wie schnell das jetzt geht, ne? Gegenüber meiner EDX. Das ist natürlich schon entspannt. So. Und schön wenig Bodenbewegung, wie wir sehen. Das finde ich natürlich geil, ne? Keine Dämme, nix. Jetzt, na, Dünger hätten wir noch mal gucken können. Dünger müssten wir wahrscheinlich ausgraben, damit wir das sehen. Kann man ja vielleicht gucken, wie tief der Schlitz ist. Schwierig. Aber hier auf jeden Fall kann ich euch sagen, bei dem Material hätte meine EDX schon gestreikt.
Die hätte er schon aufgeschoben, wenn ein bisschen Stroh schon vorne weg liegt. So, wir gucken noch mal. Also man fühlt, man sieht jetzt nach dem Wachsen wirklich schwer den Strip. Müsste man fast mit dem Spaten nachsuchen. Aber ich bin der Meinung, wir müssen... Ja, schwierig. Schwierig. Ja, hier ist gelockert. Hier ist gelockert. Hier ist fest. Hier müssen wir rein. Dann haben wir hier einen Schlitz, hier einen Schlitz, hier wieder. So, den können wir ja mal hier lang gehen. Ich würde sagen 25 cm weiter rüber. Ist aber komisch, weil genau die Linie sind wir ja natürlich auch mit dem GPS von Fendt gefahren, von John Deere. So, 25 cm weiter rüber. Was ich mich jetzt frage, ob wir nach links oder nach rechts rüber gehen. Nach rechts. Man sieht auch ein bisschen die Striptill-Spur noch. So, das haben wir gemacht. So. Können wir jetzt natürlich vordosieren, damit die jetzt auch wieder belegt sind. So, das ist das Schöne, aus der Kabine sieht man tatsächlich noch die Treckerspur vom Striptill. Das sieht jetzt, das waren noch nicht 25 cm. Das waren noch nicht 25 cm. Nee, 25 Meter. Ja, nee. So, ich stelle mir nochmal wieder zurück. Und 0,25. So, 0,25 nach rechts. So. Gucken wir uns das mal an. Jo, das sieht schon besser aus. Meinen, jetzt treffen wir sie schon gut. Oh, schön wenig Bodenbewegung. So. Das sieht schon gut aus. Das sieht auch aus, als wenn wir genau jetzt in der Spur vom Striptill fahren. Halten wir mal kurz an. Ich mag mich erinnern, ein Jahr war das schon mal so, von John Deere zu Fendt musste ich alles um 25 cm verschieben. Okay, wir haben hier den Striptill und da laufen wir genau drinne. Ja? Also jetzt haut es wunderbar hin. Jetzt gucken wir noch mal rüber. Alle Reihen geschlossen. Nicht ganz, wir könnten vielleicht hinten noch ein bisschen mehr Druck auf die Rolle geben. Ja, ich glaube, wir müssen auch ein bisschen mehr, wenn wir das jetzt sehen, den Oberlenker gerade machen, dass der ein bisschen mehr Druck auf die Rolle kriegt und auf die Fangrolle läuft. Die Maschine steht ein bisschen nach vorne. Marginal könnte ein bisschen mehr nach hinten laufen. Und dann müssten wir das eigentlich alles gut zukriegen. Das ist ja wichtig. So. Bei DNX war es natürlich so, die hat natürlich so viel Feinerde produziert, dass das immer ohne Probleme eigentlich zu war. So, wieder einmal ausgegraben. Also das liegt jetzt bei 4 cm. Auch 4 cm.
Auch 4 cm. Ja? Also das liegt schon deutlich besser jetzt. Dann kommt er auch schön schnell raus. Ja, die Oberfläche ist schön warm. Und dann dürfte er laufen. Also wir stellen jetzt noch ein bisschen nach hinten die Maschine. Dann könnten wir noch ein bisschen mehr Druck auf die Verschließrollen geben. Kann man das auch von hier? Ja. Man kann natürlich auch noch die Rolle an sich ändern. Müsste mal gucken, wie die fährt. Aber Mittelstellung ist eigentlich immer gut, Leute. So, gucken wir mal, wie tief das hier drin ist. Ja. Ungefähr 8 cm. Das passt. Das passt. So. Wollten wir den Oberlenker noch ein bisschen weiter ausfahren? Ach, ist ganz raus. So, jetzt gucken wir uns das nochmal an. So, hier legen wir jetzt 25.000, 85.000 auf den Hektar. So, jetzt gucken wir uns das nochmal an, wie gut das alles verschlossen ist. Ja, jetzt sieht das besser aus. Jetzt haben wir keinen offenen Schlitz hier mehr irgendwo. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ja, der läuft auf Druck hier. Der nicht, ne? Wenn wir jetzt den mehr Druck geben. Könnten den noch ein bisschen gerader laufen lassen. Dann drückt er mehr ein an die Seiten. Weil hier ab und zu haben wir noch ein ganz bisschen was auf. Das wollen wir natürlich nicht. So, dann haben wir gleich die Hälfte mal gemacht. Das ist die Hälfte, das ist die Hälfte. Und dann fahren wir noch mal ein paar Meter und gucken, wie sich das ändert. So, und dann gucken wir mal jetzt, wie es jetzt aussieht. Erstmal noch mal gucken, ob auch Dünger liegt. Nee. Warum haben wir keinen Dünger? Warum haben wir keinen Dünger? Müssen wir gleich noch mal gucken. So. Ja, möchte ich sagen, sieht gut aus. Möchte ich sagen, sieht gut aus. Das lassen wir so. Ich hebe mal an. Werde mal Dünger einmal vordosieren und mal gucken, ob was kommt oder ob nicht was kommt. Kommt denn Luft? Ja, Luft kommt.
Deckel ist zu. Kann man hier eigentlich auch drehen und gucken, ob was kommt? Nee. Wäre geil, wenn man hier tippen könnte, um zu gucken, ob was kommt. So. Heben wir einmal an. Doch, Dünger kommt. Dünger kommt. Hab gerade mal auf Vordosieren gemacht. Ich werde mal einmal schnell alle so machen mit den Fangrollen, wie wir es eben hatten. Und dann fahren wir erstmal eine Runde. So, Leute, wir haben den nächsten Tag und wir haben 40 Hektar ungefähr jetzt schon drin. Ich habe heute Morgen ein bisschen Pflanzenschutz schon gemacht. Gerste habe ich jetzt behandelt, Wachstumsregler. Und habe die ersten Flächen angefangen hier mit Totalherbizid. Ja. Hier ist natürlich ein bisschen Altverunkrautung drauf. Die müssen wir natürlich im Vorfeld schon weg haben, weil die wird natürlich zu üppig, bis der Mais hier draußen ist. Und dann hat er gar keine Chance, muss man ehrlich sagen. Jetzt kommt ihr und sagt, ja, aber Hannes, ein flacher, grober Strich und was ihr nicht alles macht. Zum einen, ich bin in einem Förderprogramm vom Land drin für erosionsmindernden Ackerbau. Ja, und da ist es mir zum Beispiel untersagt, ganzflächige Bodenbearbeitung machen in diesem Förderprogramm. Das heißt, das ist schon darauf ausgerichtet, Minimalbodenbearbeitung zu machen, so wie das, was ich ja gerade mache. Ja? Und zum anderen muss man einfach sagen, verschleißtechnisch für das Gesamte hier, also grober Schafverschleiß, was haben wir denn noch? Maschinen, Arbeitsstunden, geht über ein Totalherbizid nichts drüber. Also das ist, wir fahren hier 1 Liter und der kostet 6 Euro. 6 Euro auf den Hektar und die Pflanzenschutzmaßnahme dazu, die Spritze ist abgezahlt, Trecker ist abbezahlt. Rechnen wir maximal mit 10 Euro auf dem Hektar, dann bist du bei 15, 16 Euro auf dem Hektar und dann bist du damit schon mit lang. Grubbern Minimum 30 Euro. Ja. Und dann muss man natürlich sagen, für den ganzen Rest, hier haben wir natürlich noch Pflanzen an der Oberfläche, wo sich ja trotzdem Insekten ansiedeln können. Wenn wir da alles jetzt wieder grubbern und bearbeiten, dann ist da der Punkt mit den Insekten vielleicht auch nicht mehr so gegeben. Ja? Und ein Teil, wo Getreide stand, habe ich ja früh weggespritzt, weil ich nicht wollte, dass das Getreide zu üppig wird. Das sah anfangs hier gar nicht so schlimm aus. Da habe ich vielleicht gedacht, vielleicht schaffst du das auch ohne. Aber nee, das ist tatsächlich, das wird jetzt sehr üppig, die alten Unkräuter. Und da, wo die Sonnenblumen waren, jetzt kommt die erste Welle Sonnenblumen, Ausfallsonnenblumen, auf die habe ich dann auch gewartet, dass wir die jetzt bekämpfen können. Genau, das habe ich also schon gemacht, also das Ganze wird dann hier noch folgen und dann steht der Mais in einem schönen sauberen, auf einer schönen sauberen Fläche und kann vor sich hin wachsen. Die ersten Jahre habe ich das natürlich mit Striptil so gemacht, dass die Altunkräuter entsprechend die Altunkräuter, ich muss meinen Gedanken fortführen. Dass die Altunkräuter, habe ich gedacht, die kriegst du weg. Ja, die kriegt man auch weg im Mais später. Aber die haben schon so einen krassen Einfluss gehabt auf den Mais, dass er da, wo die Altunkräuter halt richtig dicht waren, dass der Mais dann halt da auch Ertragseinbußen hatten, ja. Also das ist definitiv so. Und deswegen vorher schon mal weg, dann hat man einen schönen, glatten, sauberen Acker, dann hat man einen sauberen Acker und dann funktioniert das auch sehr, sehr gut, muss man ehrlich sagen. Ja? So, Maislegen läuft bis jetzt wie am Schnürchen. Ja gut, 40 Hektar ist ja auch nichts für so eine Maschine, wenn wir da jetzt schon große Probleme hätten und die ist ja schon eingefahren, von daher sind die Kinderkrankheiten von uns schon nicht mehr, also dürften ja bei uns nicht mehr schon sein. Ja, was wollte ich euch noch? Irgendwas habe ich noch erzählt, habe ich noch gedacht, wenn du nachher gleich vlogst, dann musst du das unbedingt erzählen. Folgendermaßen, wir fahren ja jetzt hier von 5 bis 14:30 Uhr, erste Schicht und dann 14:30, 15 Uhr meine Schicht sozusagen bis in der Nacht, bis 24 Uhr. Total geil in der Theorie, weil ich mir gedacht habe, du kannst vormittags noch spritzen und dann kannst du nachmittags noch Mais legen, dann machst du eine Woche Harakiri und dann bist du durch mit allem. Ja, machen wir auch. Aber ist der erste Tag und ich bin ja keine 18 mehr, ne? Also das ist,
Das ist zusätzlich mit einem kleinen Baby noch zu Hause, was die ganze Nacht so ein bisschen vor sich hin knarrt. Ja, das ist, man merkt das schon, ja. Das ist, aber er kriegt das. Eine Woche jetzt hier richtig durchziehen und dann kriegen wir es hin. Heute war perfektes Spritzwetter. Windstill, wie selten haben wir am Tag Windstill am Tage. Können ja eigentlich nur noch nachts fahren, ne? Windstill und dann, ja, so bedeckt. Jetzt sind gerade 17 Grad, von wann 15 Grad. Ideales Wetter, wüchsiges Wetter, im Mittel werden schnell aufgenommen, ja. Nachts windstill wäre natürlich noch geiler, aber da müssen wir nachts arbeiten, das ist ja noch härter. Ja, das geht ja dann nicht noch, dass ich nach meiner Maislehgeschichte dann erst Spritzen fahre, ist so, das ist hart, Leute, das ist hart. So, ich lege jetzt erstmal vor mir hin und dann, ich glaube auf dem nächsten Feld zeige ich euch nochmal, wie ich das Ganze jetzt hier mache mit den Kontursegmenten, Flächenladen, obwohl wir das glaube ich schon hatten. Aber ich habe mich eingefuchst. Kriegen wir hin, Leute. So, Leute, weiter geht's hier im Programm. Ich lasse das kurz laufen. Ich will euch das jetzt hier zeigen. Also wir sind jetzt hier Stripte nach Sonnenblumen. Wir haben hier dieses Jahr auch tatsächlich die Fahrtrichtung geändert. Da bin ich euch noch ein Video schuldig. Zwar war vorher so, jetzt hat das Programm gesagt, so ist viel effizienter. Jetzt fahren wir so. Jo, jetzt sind wir hier. Und ich kann euch das mal zeigen, das ist ziemlich klumpig. Erstmal schön, wir haben keine, doch hier haben wir ein Korn an der Oberfläche. Wir haben hier ein Korn an der Oberfläche. Aber die meisten sind in der Erde, das ist wichtig. Ja, schön feuchter Boden. Und naja, jetzt hätte ich vielleicht meinen Kratzer haben müssen, ne? Damit ich euch das Korn hier zeigen kann. Ach, habe ich die gerade rausgekratzt? Ja, ne? Habe ich rausgekratzt oder nicht? Jedenfalls fahren wir zusätzlich hier nochmal mit der Güttler rüber. Ja? Also ich mache mir jetzt eigentlich um die Saatgutablage gar keine große Sorge. Aber wenn wir später ein Bodenherbizid fahren, ist es schon besser, wenn der Boden hier feiner ist, ja? Wenn er ein bisschen zerdrückter ist und die Oberfläche feiner ist. Deswegen wird hier morgen nochmal gegüttlert von Svenny. Und ihr seht, Altunkräuter sind hier. Hier habe ich jetzt noch keine Behandlung gemacht, einfach weil ich jetzt diese erste Welle von Sonnenblumen abwarten wollte, ja? Das heißt, jetzt hier, bevor der Mais irgendwann durchstößt, kann ich hier Gas geben und ja, kriegt die Welle Sonnenblumen noch mit weg. Die würde dem Mais natürlich das Leben relativ schwer machen, ja? Und ja, so ist der Plan. Also hier wird morgen gegüttlert. Ich fahre jetzt hier weiter. Das Stück habe ich hier, da mache ich das Vorgewende schon mal für Detlef. Fange ich an. Was heißt das Vorgewende? Fange ich an. Wir müssen einmal, weil ich die Feldgrenzen ja aus FarmNet übernommen habe. Ich wollte letztes Jahr die Feldgrenzen vom Fendt auf FarmNet übertragen. Das hat aber nicht funktioniert, weil er jedes Mal neue Felder dann anlegen müsste. Ich habe da auch nachgefragt, das war relativ kompliziert. Ich hätte Flächen löschen müssen oder irgendwie so. Jedenfalls habe ich dann gesagt, okay, dann habe ich die Feldgrenzen und deswegen fahre ich als erstes einmal außen rum, lege sozusagen Kontursegmente an und mache daraus dann die Feldgrenze, damit ich einfach nur für Section Control die richtigen Ein- und Aussetzpunkte habe. Ja? Das ist alles. So, gut Leute, ich fahre mal weiter. Geben wir Gas, ne?